Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Coding Challenge. Heute mit so viel praktischem Nutzen, wie ihr es wahrscheinlich bei uns fast noch nie hattet. Und zwar, also bei den Coding Challenges natürlich. Es geht heute um die sogenannte polnische Notation oder auch Postfix-Notation genannt. Und die ist im Gegensatz zur Infix-Notation eine Möglichkeit, wie man mathematische Formeln darstellen kann. Diese Aufgabe kommt wahrscheinlich in jedem Studium mindestens 12 und 20 Mal. Und als Vorstellungsgespräch und in der Schule, falls ihr Informatik habt. Und ja, das war es dann auch schon. Also ihr könnt sie auf jeden Fall brauchen. Und deswegen habe ich euch heute auch wieder jemand mitgebracht, denn wahrscheinlich habt ihr es schon an meinen offenen Tabs gesehen. Die FHDW sucht natürlich immer noch duale Studierende. Das heißt, ihr bewerbt euch quasi bei einer Firma und die Firma finanziert euch euer Studium komplett. Ja? Ihr sammelt Praxiserfahrung und ihr könnt nebenbei noch halt einen richtigen Studienabschluss mit extrem viel Praxisanteil mitnehmen. So, und das Coole ist jetzt dabei, ich soll euch nochmal genau auf einen Studiengang aufmerksam machen, nämlich die angewandte Informatik. Das könnt ihr da unter anderem auch studieren. Wie gesagt, aber schaut euch alle Studiengänge an. Es gibt wahnsinnig viele hier auch gerade im Bereich, also hier Cyber Security ist dabei, Data Science, nochmal Data Science, wobei da einer berufsbegleitend ist, der andere ist dual. Also es gibt einen Haufen Auswahl. Ich soll euch allerdings nochmal ganz kurz erklären, was eigentlich angewandte Informatik ausmacht. Und wie der Name schon sagt, kann man das hier eigentlich als angewandt bezeichnen. Ja? Das heißt, der Unterschied zu einem normalen Informatikstudium an der Uni ist halt, es ist deutlich praxisnäher. Ja? Das heißt, wir haben hier solche Hauptfokuskerne sozusagen auf Programmierung, Informatikgrundlagen natürlich und IT-Operations. Das heißt, wir haben Module wie Software bauen, Datenbanken, also auch das, was wir eigentlich momentan relativ viel machen, beziehungsweise gemacht haben und jetzt dann bald wieder machen. Dann haben wir Datenanalyse, haben wir hier auch schon gemacht übrigens. Netzwerkinfrastruktur, Webentwicklung, Secure Software, was ein wahnsinnig wichtiges und spannendes Modul übrigens ist, und internationales Projektmanagement, ich wollte gerade Project Management sagen, und IoT und Embedded Systems ist auch dabei. Also, alles Fächer, die wirklich sehr praxisnah sind. Man hat nicht irgendwie diesen Fokus auf Theorie und Sachen, die gerade in der Forschung sind, sondern eben bei angewandter Informatik richtig, richtig nah an dem, was man dann am Ende auch in der Wirtschaft natürlich dann braucht. Deswegen ist die Fachhochschule der Wirtschaft, weil sie für die Wirtschaft ausbildet. Ihr versteht. So, und ja, ihr könnt das Ganze jetzt natürlich dual studieren und das bedeutet, dass ihr quasi nebenbei bei einer Firma arbeitet, dort auch ein Gehalt verdient und die Firma bezahlt euch dann im Endeffekt das Studium bei der FHDW. Und das ist super, super nützlich, deswegen würde ich euch definitiv mal empfehlen, einmal unten in die Infobox reinzugucken und euch da zu informieren, was es eigentlich so gibt. So, genug gelabert, es tut mir leid, ich wollte ein bisschen ausholen. Ich hatte eigentlich auch schon ein paar Videos dazu gemacht, was eigentlich welcher Studiengang ist, aber ich wollte das hier nochmal betonen, dass angewandte Informatik definitiv spannend ist, wenn man eine möglichst praxisnahe Sache haben möchte. So, wir gehen jetzt hier mal ins Solven rein und überlegen uns mal ganz kurz, was wir eigentlich genau machen wollen. Also die polnische Notation bzw. die Postfix-Notation, das ist die Schreibweise, wo man nicht 3 plus 4 schreibt, sondern man hat 3, 4 plus. Ja? Das heißt, wir rechnen ja bei 3 plus 4, 3, 4 miteinander zusammen. Also die beiden Zahlen, die wir zusammenrechnen, rechnen wir so zusammen. Und ihr kennt diese Schreibweise, diese Postfix, also nicht ganz Postfix-Notation, kennt ihr schon eigentlich einigermaßen. Wenn ihr eine Funktion in Python habt, zum Beispiel add, ja, dann habt ihr hier 3, beziehungsweise A und B zusammen. Und wenn ihr die dann aufruft, ich mache das jetzt hier nur mal exemplarisch, dann haben wir hier add und dann schreiben wir hier 3,4 rein. Ja? Das heißt, die beiden Parameter für diese Funktion sind 3 und 4 und die eigentliche Funktion ist das Plus, nur dass die Funktion halt in dem Fall hinten dran steht. Aber ja, sei es drum, im Endeffekt bedeutet das Plus bezieht sich auf die beiden Operatoren vorne dran. Und ja, das kann ich selbstverständlich auch mit mehreren Operatoren machen. Man rechnet dann immer hier das Plus mit den beiden Operatoren vorne dran. Und das Plus mit den beiden Operatoren vorne dran, ja, dann bleiben 2 Zahlen natürlich stehen. Das heißt, wir haben das hier und wir haben das hier. Und die beiden verrechne ich dann mit mal. So, und jetzt sollen wir das Ganze also irgendwie verstehen. Wir haben selbstverständlich wieder mehrere Testfälle T und wir haben jeweils eine Zeile, die polnische Notation enthält. Und die zeige ich euch mal ganz kurz hier in den Examples. So, also bleiben wir bei Example 1.
Also Example 1 bedeutet, ey, wir haben 3 Testfälle, also 3 Notationen, die wir ausrechnen sollen. Haben wir einmal 2, 3 plus, was selbstverständlich 5 ist, aber ja, wir sollen das eben ausrechnen, dass es 5 ist, indem wir hier erkennen, aha, ein Plus und dann eben, aha, diese beiden Zahlen, darauf bezieht es sich. Schwieriger wird es dann schon hier, wo wir 1, 2 mal, 1, 2, 3, 4 mal minus plus haben, dann muss man sich überlegen, okay, auf was bezieht sich das eigentlich? Dann haben wir hier, okay, das hier bezieht sich auf 3 und 4, weil das sind die beiden Zahlen vorne dran, also 3 und 4 werden vermalt sozusagen. Ha, versteht ihr, aber es hat nichts mit Zeichnen zu tun. Ich muss nicht Paint aufmachen, zum Glück nicht. So, das heißt, wir haben hier 3 mal 4, was 12 ist. Und dann sagen wir hier, okay, aber jetzt 2 minus das, was hierbei rausgekommen ist, also sprich, diese Klammer hier unten aufgeteilt und dann sagen wir hier, okay, das wäre dann jetzt minus 10, ja, also 2 minus 12 ist minus 10. Dann haben wir diese Dinger hier und dann rechnen wir das Ganze noch plus. Bei plus ist wieder egal, welche Reihenfolge. Hier ist es wichtig, dass die 2 vorne steht und nicht hinten. Und bei plus sagen wir dann einfach 1 plus minus 10 wäre dann minus 9. So, und das wäre hier unser Ergebnis. Das heißt, wir haben hier eine minus 9. Also, wie machen wir das? Nun, da gibt es mehrere Lösungen, beziehungsweise eine, die wahrscheinlich die meisten Studenten unter euch schon mal gesehen haben. Und für die, die diese Lösung vielleicht noch nicht gesehen haben, wie gesagt, diese ganzen Challenges hier, die sind so gestellt, dass sie wirklich in einer Aufgabe, in einem Vorstellungsgespräch, in einer Klausur in der Uni oder in der Schule drankommen können. Ja, das ist tatsächlich so gedacht. Das macht man da wirklich sehr, sehr häufig. Okay, vielleicht nicht mit unendlich vielen Testfällen und vielleicht auch nicht teilweise so hart, wie wir sie machen. Aber hey, dann sind die anderen Aufgaben umso leichter. Die hier werdet ihr aber höchstwahrscheinlich mal kennenlernen. Deswegen ist sie auch unter Easy. So, also wir machen einmal einen For-Bodenstrich in Range von Input, Klammer, Klammer. So, das kennen wir schon. Das ist im Endeffekt, hey, wir haben 3 Testfälle, das ist unser erster Input. Der wird zu einer Zahl umgewandelt und so viel Mal machen wir das dann. So, was machen wir so viel Mal? Naja, wir rufen einfach die Postfix-Funktion auf. Okay, super. Und was machen wir jetzt in dieser Postfix-Funktion? Also, ich mache das jetzt, damit das ein bisschen ordentlicher ist. Das Ding ist geiler als meine eigentliche IDE, ne? Das ist echt cool. Okay, also, was wollen wir machen? Wir brauchen Folgendes. Wir holen uns diese Zeile hier als nächstes. Also die 3 haben wir uns ja schon geholt, jetzt holen wir uns diese Zeile hier als nächstes. Das machen wir in line ist gleich Input, Klammer, Klammer, Punkt Split, weil ich will das Ding aufteilen. Ja, das sind immer Leerzeichen dazwischen. Und so habe ich schon mal die einzelnen Operatoren. Jetzt kriege ich quasi 2, also eine Liste aus 2, 3 und plus. Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Und jetzt kann ich mir hier zumindest mal überlegen, ist denn jeder meiner Buchstaben, ist es ein numerischer Buchstabe? Sprich, ist es eine Zahl? Falls ja, kann ich die irgendwie miteinander verrechnen. Falls nein, kann ich es nicht. Okay, also, was brauche ich dazu? Ich gehe hier durch und sage for c oder sagen wir for x in line. Also für jedes einzelne Zeichen in meiner Zeile möchte ich etwas tun. Und zwar, was möchte ich tun? Ich möchte überprüfen, ob es eine Zahl ist. Das heißt, if x.is numeric, warum wird mir das nicht angezeigt? Okay, is numeric, also ist das eine Zahl oder nicht, dann ja, dann möchte ich sie zum Beispiel einfach speichern für später. Dazu muss ich mir aber einen später überhaupt erstmal machen und das mache ich hier als Stack. Man arbeitet mit Postfix-Notation eigentlich immer mit einem Stack, wo quasi einfach die Sachen drin sind. Ihr werdet gleich sehen, warum das so viel Sinn macht. Ein Stack ist eine spezielle Liste, ich habe sie hier einfach nur als Liste definiert, aber im Endeffekt nehme ich von einem Stack immer nur das oberste Element runter. Ja? Das heißt, ich packe hier meine 2 drauf, ich packe meine 3 drauf und ich verplusse die. So, das heißt, dieses Plus poppt 2 Zahlen von meinem Stack. Wenn ich hier jetzt allerdings mal rechne, dann mache ich das so. Ich packe eine 1 auf meinen Stack, ich packe eine 2 auf meinen Stack, eine 3 und eine 4. Und dann habe ich hier einen Operator, der poppt 2 Elemente von meinem Stack, nämlich die obersten 2 Elemente und verwurstet die. Und packt das Ergebnis einfach wieder auf den Stack. So, das heißt, ich habe hier 3 Zahlen, immer noch 3 Zahlen auf dem Stack, weil aus den beiden wurden ja wurde 1. So, das heißt, der nächste Operator poppt wieder 2 Zahlen und pusht eine wieder zurück auf den Stack und so weiter und so fort. Das ist quasi die Idee hinten dran. Das heißt, ich nehme immer die obersten, also die letzten in meinem Stack und ja,
kann die verwursten. Okay, also wenn ich eine Zahl habe, wenn ich hier ein Numeric habe, dann sage ich einfach stack.append, das wird auch nicht gefunden, schade, stack.append int von x, weil ist ja ein Numeric. Hier darf ich jetzt einfach ein int draus machen. Ich weiß ja, dass es eine Zahl ist. Okay, wenn ich jetzt allerdings keine Zahl habe, ja, dann kann ich hier schon mal davon ausgehen, dass ich mal gucken kann, was da vielleicht passieren könnte. Und jetzt noch eine wichtige Sache, die ich gerade in der Challenge ein bisschen übersprungen habe. Wenn ihr einen Term habt, der ungültig ist, dann sollen wir invalid großgeschrieben ausgeben, also alles in Caps. Und das bedeutet, wenn zum Beispiel Modulo gibt es auch. Oh, das hab ich tatsächlich überlesen. Okay, das machen wir. Machen wir trotzdem, ist kein Problem. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier nur ein Element auf unserem Stack hätten oder wenn wir nach dem Plus noch 2 Elemente drauf hätten, sprich, wenn wir 3 Zahlen drauf pushen und dann einmal Plus, dann ist es eine ungültige Schreibweise, weil dann haben wir 2 Zahlen als Ergebnis. Das ist kein richtiger gültiger Term. Das heißt, wir können hier davon ausgehen, dass das dann nicht stimmt. So, also müssen wir auch gleichzeitig noch ein bisschen Fehlerbehandlung machen, denn wir sollen ja invalid ausgeben. Also, was muss gelten, wenn ich einen Operator bekomme? Also, ich kann ja zum Beispiel auch plus 2, 3 plus schreiben. Das wäre auch ungültig. Also muss ich auf jeden Fall mindestens einen Stack der Länge 2 haben. Also, können wir hier sagen, elif len von Stack muss mindestens 2 sein, also größer gleich 2. Ups, nicht 12, sondern 2. Und wir brauchen eines der folgenden Zeichen. And x in einer Liste von. So, welche Zeichen haben wir? Wir haben, wo ist es? Wir haben Plus. Also Plus wäre ein mögliches Zeichen. Wir haben ein mögliches Minus. Wir haben eine Multiplikation. Wir haben eine Division. Und wir haben Modulo. Modulo. So. Das wären, habe ich alle 5? Ich habe alle 5. Perfekt. So, okay. So, und an der Stelle gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Ich kann jetzt hierher gehen und kann mir zum Beispiel, also das habe ich glaube, ich habe schon mal so eine ähnliche Challenge gehabt. Aber wir können jetzt hierher gehen und können uns zum Beispiel dieses Ding hier als Dictionary bauen und können sagen, okay, wenn es ein Plus ist, quasi als Key das Plus hier nehmen. Wenn es ein Plus ist, dann mach bitte diese Operation. Dann schreiben wir uns eine Funktion, die quasi Plus macht. Ja? Wir können uns, also im Endeffekt, so. So, das heißt, hier Plus zeigt mir auf die Funktion Add. Ja? Und dann definieren wir uns hier oben drüber eine Funktion Add. So, das funktioniert, das kann ich machen. Oder ich baue mir hier tatsächlich sogar eine Lambda-Funktion. Auch das würde funktionieren. Also hier dann natürlich weiterschreiben, klar. Das würde alles gehen. Dann kann ich sozusagen mit meinem Dictionary entscheiden, was ich machen möchte. Ich möchte euch hier allerdings noch eine zweite Möglichkeit vorstellen. Und zwar, es gibt in Python die wunderschöne eval-Funktion. Die kann ich einfach aufrufen. Die ist quasi innen drin. Ja? So, was ich dann also mache ist, das kann allerdings fehlschlagen, deswegen tryen wir das. Und wir können jetzt ganz einfach sagen, wir wollen Result wollen wir setzen als eval, also auswerten von. So, und dazu mache ich mal kurz was auf. Das wertet euch hier eine Gleichung, also eine Funktion sozusagen aus, die ein mathematischer Zeichenstring ist. Ja? Das heißt, wir können hier sagen, x ist gleich 1 und x plus 1. Können wir hier einfach so sagen. Das funktioniert ohne Probleme. So, das heißt aber auch für uns, wir können dieses Ding hier benutzen, weil wir haben ja jetzt hier eigentlich das Zeichen in unserem x drin stehen und wir haben den Stack. Ja? Das heißt, wir sagen hier einfach, ey, nimm dieses Element hier vorne, dann das Zeichen, was du gerade hast und dann das hier. Das heißt, wir wandeln sozusagen die Postfix-Notation in eine andere um. Ich weiß, das ist eine andere Art und Weise, wie das, was man machen kann. Wie gesagt, das mit den Dictionaries und den Lambda-Funktionen kann man auch machen, dann wird der Code aber sehr, sehr lang. Und die habe ich euch schon mal gezeigt, diese Lösung. Die hier habe ich euch noch nicht gezeigt. Deswegen will ich das hier jetzt mal mit euch machen. Also, wir können hier einfach das reinschreiben. Und zwar, wenn wir einen Format-String uns setzen, dann können wir hier ganz einfach damit arbeiten. Also, was wir machen ist, wir stack poppen. Ja? Wir sagen stack.pop. Und zwar nicht das oberste, sondern Achtung, das zweitoberste.
Denn es ist wichtig, dass wir hier zum Beispiel, wenn wir 2, 3 Minus haben, dann dürfen wir nicht 3 minus 2 rechnen. Wir dürfen nicht poppen und dann 3 minus 2 rechnen. Das wäre super gefährlich. Deswegen müssen wir hier das zweitoberste Element poppen und dann das Zeichen reinsetzen. So, das Zeichen reinsetzen. Also x. Und dann das zweitoberste, stack.pop von nichts, also von ganz oben halt quasi. So, und das wäre jetzt unser Formelstring. Damit holen wir unser vorletztes Element aus dem Stack, also in dem Fall zum Beispiel die 2 zuerst, sagen plus und sagen dann 3. So, das wäre quasi unser Ergebnis. Und was wir jetzt mit diesem Ergebnis machen, ist, wir hängen das direkt wieder an den Stack dran. Also stack.append res. So. Und naja, wenn das fehlschlägt, dann haben wir offensichtlich ungültige Werte. Irgendwas ist kaputt gegangen, sollte aber eigentlich nicht passieren. Invalid. So. Und dann können wir eigentlich hier return. Und der letzte Punkt, der ist natürlich auch noch möglich. Wenn wir kein Numeric haben und wir haben gleichzeitig auch nichts in diesen Dingern oder unser Stack ist nicht lang genug, dann geben wir hier auch zurück. Genau das, was wir hier oben haben. Nämlich invalid. So. Und ja, dann ist das eigentlich schon unser Ergebnis. Und jetzt müssen wir aber am Ende noch irgendwie diese letzte Lösung ausgeben. Ja? Also wenn wir 2 plus 3 zusammengerechnet haben, dann steht das zwar auf unserem Stack drauf, aber wir müssen das jetzt auch noch ausgeben. Also was wir hier machen ist, wenn wir diese Vorschleife durch haben, dann printen wir Stack von 0. Aber, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass auch das invalid ist. Wie gesagt, wenn wir hier zum Beispiel 1, 2, 3 plus haben, dann haben wir hier offensichtlich was ein Operator zu wenig hat. Sprich, wir müssten die 1 noch irgendwie separat verwursteln, ja, damit wir 1 zum Beispiel plus 5 haben. Und das haben wir dann nicht. Das heißt, das ist auch ungültig. Also sagen wir hier, wenn die Länge des Stacks am Ende ungleich 1 ist, dann machen wir genau dasselbe und printen invalid und returnen. So, und ansonsten geben wir hier den Stack zurück und printen den. Und dann sind wir eigentlich durch. Jetzt testen wir das Ganze mal. Und ich bin hier offensichtlich bei einer Wrong Answer angekommen. Und wir haben ein Problem. Denn hier soll 0 am Ende rauskommen und wir haben hier eine sehr, sehr lange Ausgabe mit Kommazahlen. Genauso hier 12,5. Das ist keine richtige Ausgabe. Ich habe mir offensichtlich nicht angeguckt, wie geteilt durch funktioniert. Ansonsten, ja, geteilt ist eigentlich die einzige, Lösung, die hier, ja, 26,30? Okay, aber offensichtlich soll hier nicht geteilt gerechnet werden, sondern soll mit Ganzzahlen gerechnet werden. Lass mich das nochmal kurz nachlesen. Durch ist die Division von Ganzzahlen, der Rest wird ignoriert. Dann haben wir eine Sache, die wir hier oben anpassen müssen. Ups. Und zwar, wenn unser x ein geteilt durch ist, dann setzen wir x als durch. So, das sollte funktionieren, denke ich mal. Ja, jetzt geht's. Weil die Division durch ganze Zahlen bedeutet, wir schneiden immer den Rest ab und offensichtlich hat das hier zu einem ziemlich krassen Unterschied geführt. Es war vorher 26, Periode 6 oder sowas. Also es macht schon einen großen Unterschied, aber Ganzzahlen halt, ne? Gut, dann würde ich sagen, submitten wir das. Und wir haben es gesolved, offensichtlich. Cool. Ja, ich würde jetzt allerdings mal gerne Folgendes machen. Ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, diese Challenge hier zu lösen. Und ich wäre wahnsinnig interessiert daran, wenn ihr mir mal eure andere Lösung schreibt. Also ja, ich weiß, ich habe sie schon mal vorgezeigt, aber ich meine, was habe ich in meinen Videos bisher noch nicht gezeigt, ne? Bis ihr das gefunden habt, dauert's. Also mich würde es wahnsinnig interessieren. Versucht die Challenge mal zu lösen, indem ihr selbst nicht diese Schreibweise nehmt mit den Listen hier, beziehungsweise mit dem eval, sondern versucht mal wirklich diese Lambda-Schreibweise zu nehmen und zeigt mir dann mal eure Lösung, beziehungsweise postet einfach eure Lösung, nicht eure Lösung, also nicht den Code dazu, sondern im Endeffekt, warte. So, hier, wir können ja natürlich immer die ganzen Submissions uns angucken. Und ihr könnt jetzt hier mal Folgendes machen. Ihr könnt hier einfach sagen, View Submissions. Und, also bei mir zum Beispiel, und dann habt ihr hier zum Beispiel meine Lösung als Code stehen. Ja? Das würde gehen hier beim Leaderboard unter Easy.
Jetzt könnt ihr natürlich eure Lösung hier auch abgeben und dann nach den Submissions gucken. Das geht natürlich nur, wenn die Challenge nicht mehr funktioniert, aber so könnt ihr euch die Lösung von allen Leuten auch genauer angucken. Macht das mal und ich bin gespannt, ob ihr eine Lösung habt, die nicht mit Eval läuft, sondern eben mit den Lambda-Funktionen oder sowas. Jo, und jetzt zu guter Letzt, wo wir am Ende sind, einmal nochmal kurz der Aufruf, wenn ihr schon sowas hinbekommt, beziehungsweise mir annähernd auch nur folgen könnt, dann wird das Studium bei der FHDW echt super einfach für euch. Aber ihr lernt natürlich trotzdem Sachen, die wir vielleicht hier nur angerissen haben, beziehungsweise ihr habt danach auf jeden Fall einen ordentlichen Abschluss mit nochmal Praxiserfahrung obendrauf dabei. Und deswegen würde ich euch tatsächlich sehr empfehlen, euch mal die angewandte Informatik anzugucken, weil das, was wir heute gemacht haben, hier diese Coding-Challenges, das ist alles angewandte Informatik und es macht sehr viel Spaß, also mir zumindest. Ich hoffe euch auch. Und ja, in dem Sinne, lasst mir gerne nochmal irgendwie Feedback da. Gerade zu den Challenges ist sowas immer wertvoll und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.